Pioneers of Pagonia wächst und gedeiht weiter. Neben einer kürzlich veröffentlichten brandneuen Roadmap mit einigen neuen Ankündigungen hat auch der Koop-Modus den Beta-Status verlassen und steht ab sofort allen zur Verfügung. Grund genug, kommenden Samstag eine Runde mit Volker Wertig hier auf YouTube im Stream zu zocken, dazu aber gleich noch mehr. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Mit Content Update 2, welches mittlerweile schlicht Koop-Update genannt wird, zieht keine 2 Monate nach dem Wirtschaftsupdate mit Fischerhütte und großem Lager erneut frischer Wind über die Pagonischen Inseln. Ab sofort dürft ihr euch also eure Siedlung mit bis zu 3 Mitspielern teilen und euch so ein wenig unter die Arme greifen lassen. Der Clou ist, dass ihr eure Freunde auch zu bestehenden Singleplayer-Karten einladen könnt, also wahlweise jederzeit zwischen Single und Multiplayer hin und her wechseln könnt. Ob neben diesem Shared-Feature auch noch weitere Varianten hinzukommen werden, in welchem dann jeder Mitspieler eine eigene Siedlung betreuen darf, ist aber noch nicht bekannt. Jedenfalls spricht Envision Entertainment hier auffällig oft vom ersten Koop-Feature, sodass hier eigentlich noch mehr kommen sollte. Eine gute Frage jedenfalls, die uns Volker Wertig am Samstag, den 20.04. ab 19 Uhr im Zocker Lounge YouTube Koop-Stream vielleicht schon beantworten kann, wenn er mir live auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad aus der Patsche hilft. Habt ihr auch Fragen an Volker Wertig? Ich sammle aktuell auf dem Zocker Lounge Discord. Also gerne her damit und natürlich einschalten nicht vergessen. Des Weiteren konnte das Team hinter dem Spiel ihre Roadmap weiter aktualisieren und so auch ein paar spannende neue Ankündigungen unterbringen. Content Update 3 wird sich vor allem um den Bergbau drehen und die klassischen Untertageminen zurückbringen, so wie man sie seit Jahrzehnten bereits aus Die Siedler 1 kennt. Das Update, welches im Juni erscheinen soll, wird dann auch endlich die Geologen zurückbringen und neben neuen Kampfeinheiten, die dann die neue Ressource Stahl benötigen werden, auch mit den Plünderern neue Gegner ins Spiel integrieren. Zwischen Juli und September wird es dann mystischer, wenn ihr erstmals die Verfluchten bekämpfen müsst. Hier werdet ihr dann in der Arkanen Akademie Hexen und Zauberer rekrutieren können, für welche es dann auch neue magische Waffen aus Diamanten zum Herstellen geben wird. Obendrein wird das Straßenbau und vor allem das Farmlandbausystem neu gestaltet, was vielen nach wie vor zu fummelig ist. Noch ohne Termin, aber jetzt erstmals erwähnt, ist die versprochene Modding-Unterstützung. Hoffentlich ganz viele neue Aufgabentypen, neue Kartenhindernisse wie die zur ersten Ankündigung erwähnten Bergrutsche und Dornenranken, sowie viel mehr Details zur Welt und Lore von Pagonia selbst, zu der uns das Spiel streng genommen noch fast gar nichts verraten hat. Neu ist auch die erstmalige Erwähnung von Deko-Objekten und ja, Bier und Wein an Produktionsketten fehlt ja auch noch. Was fehlt denn euch neben dem immer wieder erwähnten PvP-Modus oder der ausbleibenden Kampagne noch für ein runderes pagonisches Siedeln? Gerne mal ab in die Kommentare damit und in diesem Sinne dann bis Samstag zur Koop-Runde mit Volker Wertig. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.